Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Die Mutti war shoppen. Ja, ich war shoppen. Ihr habt mich gefragt, wo ich meine Kleider her habe. Ich war da. Und da war ich nicht mit, aber ich war parallel woanders. Und wo genau, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind. Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. So, wir sind auf der Highschool meiner Tochter. Sie ist ja jetzt Senior und wir haben das Schild abgeholt. Tina, magst du einmal das Schild zeigen? Ja. Welches wir gleich zu Hause anbringen werden. Und da es das letzte Jahr ist, wo sie auf dieser Schule ist, können wir auch ruhig disclosen, wo sie ist. Ich bin mir sicher, das wird keine Auswirkungen haben. Ja, wir waren auf dieser Schule. Heute ist Fundraising-Tag. Also ich habe ja schon mal in einem anderen Video erzählt, dass die ganzen Clubs hier Geld einsammeln und das ist heute der Tag. Ich filme ein bisschen was und quassel ein bisschen dabei, wenn wir unterwegs sind. So Kinders, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Qualität, aber unserer Tochter war das unendlich peinlich, dass wir da gefilmt haben. Darum habe ich immer die Kamera unten gehalten und heimlich mitgefilmt. Nicht petzen, ne? Sonst gibt Mecker hier. Ja, also wir sind hier auf diesem Schulgelände und die Pavillons, die ihr da seht, das sind die Pavillons der Clubs. Und die sammeln Geld ein, damit die das Schuljahr auch gut finanziert bekommen. Das heißt, die Eltern spenden da Geld. Man kann natürlich, es kriegt eine Gegenleistung, denn man kann natürlich da irgendwie Hotdogs kaufen oder T-Shirts mit dem Logo des Clubs drauf, damit die Geld bekommen. Und das ist übrigens das Schild gewesen, was bei uns im Vorgarten steht. Ja, was kann ich euch erzählen? Das ist einfach super cool. Das ist eine öffentliche Schule. Man zahlt also 0 Euro pro Monat und die Air Force, also die Luftwaffe, die amerikanische, hat auch eine kleine Dependance da und die Luftwaffenkadetten, die können sehr früh da schon eintreten und sich committen und werden dann unterstützt von der Air Force. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung zu, aber die Stimmung und der Zusammenhalt auf dieser Schule, der ist bombastisch. So, was ihr hier seht, ist übrigens das Parkhaus und auf dem Parkhaus sind ca. 10 Tennisplätze für den Tennisclub. College-Besichtigung Nummer 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, wir sind in der Texas State University in San Marcos. So, die Texas State University ist eine Public University, also eine öffentliche Universität. Und wir wohnen ja in Texas und die ist in Texas. Das heißt, die In-State Tuition hier, die ist sehr gering. Und der Preis wird so sein ungefähr 1000 US-Dollar im Monat, weil meine Tochter natürlich unendlich viele Stipendien kriegt, weil die ja hochbegabt ist. Aber ungefähr 1000 Dollar rechnen wir hier im Monat für diese öffentliche Universität. Also ein Schnäppchen. So, überall auf dem Campus hier verteilt sind so Outdoor-Möbel und die haben alle Steckdosen. Ja, das heißt, wenn du hier Student bist, kannst du dich hier schön in die Sonne setzen und den ganzen Tag quasi im Freien mit deinem Laptop arbeiten. Die Uni ist übrigens nur 30 Minuten mit dem Auto von uns entfernt, also eigentlich ideal gelegen, um quasi mal nach Unischluss die Wäsche wieder nach Hause zu bringen. Ich glaube, ich muss noch mal mit meiner Tochter reden, ob das wirklich eine gute Uni ist für sie. Meine Tochter sagte gerade zu Recht, dass diese Universität so ein bisschen mediterran wirkt, weil die Gebäude haben hier alle diese roten Dachziegel und dann dabei diese Sonne und diese Sandsteinfarbe. Das sieht wirklich aus, das könnte auch die University of Mallorca sein. Was sagt ihr denn dazu? Komm Kinder, sag doch mal ehrlich, sieht doch gut aus, oder? Ist total gepflegt, total sauber. Gut, heute ist Sonntag. Nein, Montag, Dienstag, egal, was ich da schreibe. Heute ist nicht viel los hier, aber da gibt uns natürlich die Möglichkeit, hier ein bisschen mehr zu filmen, ohne unangenehm aufzufallen, wenn hier so ein Idiot aus Deutschland mit einer Kamera rumrennt. Ja, was soll ich sagen? Also das da hinten ist übrigens die Dining Hall. Das ist also das Restaurant der Universität. Und wie sich das gehört, gibt es natürlich auch Food Trucks hier. Haben heute leider zu.
So, was ihr hier im Hintergrund seht, ist Brockton Hall und das sind tatsächlich Dorms, also Studentenwohnungen mitten auf dem Campus. Und in der Regel ist das so, also ich weiß, es gab einige Kommentare, die sagen, das stimmt nicht, aber hier stimmt das schon, denn it is mandatory. Also wenn du hier Freshman oder Sophomore bist, dann musst du hier auf dem College leben, wenn dein Stipendium nicht verfallen sollte. Und das ist eines der Häuser, wo die Studentenzimmer sind. Nett, oder? Das Wappentier der Texas State ist übrigens die Bobcat. Ja, hier gibt es also die Texas Bobcats im College Football. Ein recht kleines Stadion, aber ich glaube, die Mannschaft ist die spielt halt Football. Die Texas State hier ist übrigens die University mit den meisten Stufen. Und wer mal einen Workout machen will, der geht einfach mal hier hin, geht mal einen Tag hier rumlaufen. Danach brauchst du auf jeden Fall nicht mehr Beintraining machen. Der Rundgang hier, der erinnert mich so ein bisschen an Moore, den Schiffstester. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den habe ich früher immer ganz gerne geguckt. Der war auch immer auf den Kreuzfahrtschiffen, wenn niemand da war. Und darum sah das immer sehr, sehr geil aus. So komme ich mir gerade vor. Es ist einfach niemand hier. Und es sieht fantastisch aus. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht, wenn es voll ist. So, das Gebäude, was ihr jetzt gleich seht, das ist das berühmteste Gebäude in San Marcos. Ist bestimmt auch nicht schwer bei San Marcos, aber ist halt sehr ikonisch. Ich zeige euch das mal. Gehört natürlich auch zur Universität. So, der Knabe hier, das ist Lyndon B. Johnson. Der ist später mal Präsident geworden und der ist in der Abschlussklasse 1930 hier auf diese Universität gegangen. Und es gibt eine kleine Tradition, nämlich wenn man hier graduated, dann packt man hier ein Glas Bier in die Hand von Lyndon B. Johnson und trinkt daraus. Und wenn man hier einen Test hat, dann geht man bei dem Knaben vorbei und berührt seinen Finger, das bringt Glück. So hat halt jede Universität ihre Ticks, aber ist doch interessant zu wissen, oder? Lyndon B. Johnson, müsst ihr mal googeln. Der Typ, der aus Johnson City kommt. So, ich habe schon erzählt, die Bobcats, die spielen hier Football. Das ist natürlich die Statue der Bobcats. Und jede Universität hat so ihre Handzeichen, die man so macht. Und das Handzeichen der Bobcats ist auf 2 Hände verteilt und eine Hand davon ist so. Und das bedeutet Texas. Also wenn ihr seht, das ist der Umriss des Staates Texas und darum ist das Handzeichen Texas State. Wisst ihr Bescheid? Man wird ja nie dumm bei den Achtermeyers. Warum ich das Denkmal hier gefilmt habe, ist ganz einfach, weil ihr wolltet ja auch mal einen nackten Po sehen hier in Texas. Das ist der einzige Grund. Hier auf dem Campus gibt es überall so Emergency-Melder, ne? Also so Säulen, wo man draufdrücken kann, wenn man Hilfe braucht. Also das Ding ist hier wirklich sicher, ne? Wir sind in San Marcos, nicht in Los Angeles oder sowas. Ne? So, und, aber die versprechen dir, dass wenn du da drauf drückst, ist unter 90 Sekunden die Polizei an dem Ort, wo du drauf gedrückt hast. Ich fühle mich sehr sicher. Jetzt bin ich im City Center von San Marcos und ja, was soll ich sagen, das ist total schön. Die haben hier so ein Rathaus in der Mitte und rings drumherum gibt es halt hier überall so Shops und Geschäfte. Das habe ich jetzt vielleicht einen falschen Winkel erwischt. Ich nehme euch mal ein bisschen mit, weil ich habe Hunger und Durst und wir gehen was Frittiertes essen. Ich glaube, das gibt es hier in dem Land. Die meisten von euch, die San Marcos besuchen, die fahren übrigens in die Outlet Center. 2 riesengroße Outlet Center sind in San Marcos, was eigentlich schade ist, denn die Innenstadt von San Marcos ist wirklich sehenswert und sehr hübsch aufgebaut. Also wenn ihr mal da seid, geht auch bitte in die Innenstadt. So, wir sind ein bisschen früh dran, aber ich habe Hunger. Das ist 11:30 Uhr und es gibt erstmal Wasser und Bier. Ich wollte schon immer mal der erste Bargast sein. Aber das Gute ist, dann sind die Pommes noch frisch. Da ich habe Preise immer zu interessieren. Ne? Also das jetzt hier ein Toast mit Brisket und eine Portion Pommes dabei, kostet $12. Ich bin mal gespannt. Also sieht auf jeden Fall okay aus. Ist halt schnelles Essen. Next Stop ist Cabela's, also Cabela's. Und das ist ein ehemaliger Best Shop Pro. Die haben wohl hier Best Shop Pro ein paar Locations abgekauft und der ist immer noch ein Best Shop Pro. Da steht jetzt so Cabela's drauf. Du kriegst auch noch Best Shop Pro Mützen da drin. Das ist ein sehr großer Outdoor Store und das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr mal hier in der Nähe seid, fahrt ihr auf jeden Fall nach Buda, so heißt der Ort hier, und da gibt es Cabela's und
Wir gehen mal rein und gucken uns mal um und dann werdet ihr begeistert sein, was da drin ist. Das Coole ist, da ist auch ein Aquarium mit richtigen Tieren drin und ein paar ausgestopfte. Also nicht für jedermanns Sache, aber es macht einfach Spaß. Und ja, es ist nicht Spanisch. Es heißt Cabellas, nicht Cabellas. Da ist nichts Spanisches dran. Was ist denn mit euch? Weil hier so viele Tiere drin sind, gehen tatsächlich Familien auch sonntags hier hin. Nicht um zu kaufen oder zu shoppen, sondern einfach nur um Tiere zu gucken. Gehen wir mal rein. Der Store ist riesig. Ihr seht vielleicht da hinten, da hängt ein Flugzeug. Also die haben ein Flugzeug in die Halle aufgehangen. Da wisst ihr ungefähr, wie groß das Ding ist. Unten gibt es Anziehsachen und ein bisschen was zum Jagen. Und oben ist mehr so die Campingabteilung. Und was gehört natürlich zu einem Outdoor-Shop? Das sind, wartet. Joder. Jetzt habe ich auch verstanden, warum die hier vollautomatische Gewehre haben, denn es ist natürlich klar, wenn du Anfänger bist und noch nicht so gut treffen kannst, dann ist das natürlich ein totales gutes Anfängergewehr, denn du musst einfach nur auf das Tier draufhalten und irgendeine Kugel wird schon treffen und darum verkaufen wir Tier. Kinder, das wusstet ihr nicht, oder? Also diese Läden, die gibt es halt überall in den USA und die sehen alle gleich aus, beziehungsweise sind alle gleich aufgebaut und die haben diese Tiere da. Und bevor ihr euch aufregt, die sind nicht immer ausgestopft. Manchmal sind die einfach auch nur täuschend echt nachgebaut, oder? Man kann übrigens alles auch ausprobieren. Bei Schusswaffen bin ich mir sicher, haben die keine Range da, aber Bogen und sowas, das geht hier schon. Ich finde ja die Zähne so geil von der Ente, ne? Also ich glaube, die Tiere hauen dann eher ab, als angelockt zu werden. Ja, das ist hier so die Zoo-Abteilung, ne? Also hier gibt es ganz viele ausgestopfte Tiere aus den verschiedenen Regionen und kostet halt nichts. Ne? Also wenn ihr Kinder habt und gerne mal was Kostenloses machen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall Cabellas in Buda empfehlen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Tag. Also gut, ein bisschen eine Stunde drin, ist jetzt keine Tagesbeschäftigung, aber es ist halt kostenlos und für Kinder, die mögen das. Na klar, es ist jetzt kein richtiger Zoo mit richtigen Tieren. Die Tiere sind tatsächlich ausgestopft und die Tiere, die an den Wänden hangen, da stand auch immer bei, wer das wann erlegt hat. Also taken from und dann das Datum. Das ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich bleibe dabei. Für Kinder ist das sehr schön gemacht. Das sieht super aus. Das ist ein guter Tag, das kostet nichts. Einfach hingehen und den Tag genießen. Was natürlich eine große Abteilung ist, sind die Angeln hier. Also die Texaner, die sind wirklich angel- und fischverrückt. Für die ist das wirklich Erholung pur. Und die State Parks, die haben in ganz Texas ein ganz Jahresprogramm, dass man angeln kann ohne Lizenz und ohne Schein das ganze Jahr über, weil die sagen, das ist eine Freizeitbeschäftigung, die die Familien zusammenführt und die können Zeit mit der Familie bringen. Ihr könnt hier in unseren State Parks angeln ohne Lizenz. Komm, sag doch mal ehrlich, ist doch cool der Laden, oder? Und für Familien hervorragend geeignet, um mal drin spazieren zu gehen, ein bisschen zu gucken. Ihr braucht ja keine Waffen kaufen, also ist ja Quatsch. Aber es ist halt gut aufgemacht und das gibt es in den ganzen USA. Überall gibt es diese Shops hier, entweder Best Shop Pro oder Cabellas. Klare Empfehlung. Ihr Lieben, jetzt wollte ich euch das so schön zeigen, wie man das mit dem Parken hier macht. Und dann musste ich nur feststellen, dass das $14 kostet für 2 Stunden an so einem schäbigen Hinterhof. Danke, nein. Jetzt parke ich hier an der Straße für $0. Muss dafür aber ein bisschen laufen. Für mich natürlich überhaupt gar kein Problem. Aber naja, die Amis wollen halt gerne ganz nah dran parken und deswegen sind sie bereit, das zu bezahlen. $14 für 2 Stunden, im Leben nicht. Ich nehme mich heute mit ins Parma Event Center, weil ihr habt mich schon so oft gefragt, Tina, wo kaufst du eigentlich deine süßen Klamotten? Und ja, was soll ich sagen? Ich sammle sie halt überall da, wo es cool ist. Und heute ist ein Sale, der heißt Le Garage. Und Le Garage Sale
ist so eine Mischung aus Small Businesses. Hier ist Austin, ein bisschen Thrifting und irgendwie alles, was schön ist. Das Witzige daran ist, du musst Eintritt bezahlen, um da reinzukommen. Machen wir gleich alles, ich nehme euch mit. Ich glaube, es kostet $12 Eintritt, aber es soll sich mega lohnen. Ich bin sehr gespannt. Das Palmer Event Center ist übrigens direkt gegenüber von Terry Black's Barbecue. Also wenn ihr mal wissen möchtet, wo man sehr gut Barbecue, aber auch sehr teuer Barbecue essen kann, dann dort. Tickets kauft man hier übrigens anhand so eines QR-Codes. Einfach scannen, bezahlen und dann kannst du auch schon rein. Ich wollte jetzt eigentlich Tinas Ausflug hier kommentieren, aber ehrlich gesagt kann ich da gar nichts zu sagen, weil erstens war ich nicht dabei und zweitens habe ich keine Ahnung von Mode, wie ihr ja wisst aus den unzähligen Videos. Und darum vergnügt ihr euch jetzt mit hervorragender Weltklasse AI-Musik. Ne, komm, war ein Spaß. Da kriegst du natürlich Ohrenkrebs von. Also, ich sitze hier am Pult und wenn ihr mein Gesicht sehen würdet. Und wenn du wissen möchtest, wo ich meine Hüte her habe. Ja, sag mal, wo denn? Die ich zum Laufen immer aufsetze, die habe ich von hier. Ich zeige sie dir mal. Tina ist ja gerade im Palmer Event Center und solche Märkte finden da regelmäßig statt. Das Palmer Event Center liegt auch strategisch total super, weil das südlich des Flusses liegt, also genau auf der anderen Seite der Congress Bridge. Und auf der Wiese davor, da kann man zum Beispiel hervorragend das Silvesterfeuerwerk oder das Feuerwerk des 4th of July sehen. Also das Palmer Event Center ist schon so ein bisschen der kulturelle Mittelpunkt Austin Downtown. So ihr Lieben, das hat sich mal richtig gelohnt. Ich habe hier tatsächlich ein paar mega Schnäppchen gemacht und ja, es sind auch wieder Kleider dabei. Also heute der Garage Sale, ja. So, ihr seht, wir führen ein total aufregendes Leben hier in Austin, Texas und dein Leben ist aufregender. Total klischeehaft, oder? Ich meine, ich gehe shoppen, André geht Vater-Tochter-Tag genießen und in die Outdoor-Läden Knarren gucken. Also... Ja. Dann, der einzige Grund, warum ich einen Hut auf habe, ist übrigens um dieses Klischee, der Mann kommt nach Hause, hängt den Hut dran und sagt, Schatz, ist das Essen fertig? Er sagt nicht Schatz, er sagt Weib. Holde, sage ich. Holdes Weib, wann ist das Essen fertig? Das ist auch übrigens geil, während wir hier reden, ne? Unser Gasthund, der knurrt hier, weil der spielen will. Und darum beenden wir dieses Video jetzt ganz schnell. Aber vorher hast du noch eine Frage. Wo sollen wir das Handy demnächst rauspacken? Also was wollt ihr sehen? Was interessiert euch von Austin? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Absolut. Also wir filmen immer mit dem iPhone. Ne? Das ist keine Werbung, ne? Aber wie ihr seht, wir sind professionelle YouTuber. Ne? So, und wir haben immer den Eindruck, so, das ist total langweilig, das filmen wir gar nicht. Ne? Also Tina hat recht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr unbedingt sehen wollt und was euch nicht so interessiert. Dann können wir das so ein bisschen customizen hier. Ja, genau. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Folgen, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Teilen. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem neuen Video. Eine Quasselrunde steht wieder an. Ja, absolut. Bis dahin. Bye. Bye. Das ist gut, ne? Mhm. Pure Leben hier in Austin, Texas. Oh, jetzt habe ich... Mitgenommen? Nein, nicht ganz toll.